Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man in der Quantenmechanik von der Wellenfunktion zu den Bra- und Ket-Vektoren kommt und was diese bedeuten. In meinem vorigen Video habe ich die Schrödinger-Gleichung für einen unendlich hohen Potentialtopf gelöst und dabei haben wir folgende Wellenfunktion als Lösung herausbekommen. Da an den Rändern des Potentialtopfs die Werte von Psi verschwinden müssen, ergibt sich die Bedingung, dass nur ganz bestimmte Wellenfunktionen mit diskreten Energiewerten möglich sind. Und diese verschiedenen Lösungen der Wellenfunktion, die nennt man Zustände, die man mit n durchnummeriert. Ein Teilchen kann sich also in dem einen oder in dem anderen Zustand Psi1, Psi2 und so weiter befinden. Jeder Zustand entspricht einer bestimmten Wellenfunktion Psi_n mit einer diskreten Energie En. Es gibt keine Zwischenwerte der Energien. Allerdings, das ist das Besondere in der Quantenmechanik, kann sich ein Teilchen auch in mehreren Zuständen gleichzeitig aufhalten, in einer sogenannten Überlagerung der Wellenfunktion Psi1, Psi2 und so weiter. Misst man jedoch das Teilchen, dann stellt man immer fest, dass es sich nur in einem dieser Zustände befindet und deswegen nur ganz bestimmte Energiewerte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen kann. Um diese seltsame Situation beschreiben zu können, gibt es die Möglichkeit, eine Wellenfunktion auch als Vektor darzustellen. Das will ich hier mal an einer Beispielwellenfunktion demonstrieren. Ich könnte jetzt die y-Werte dieser Funktion mal an verschiedenen Punkten messen, sagen wir mal an 5 Punkten, und dann trage ich die y-Koordinaten dieser Punkte als Spaltenvektor auf. Ich könnte also die Werte dieser Funktion als einen 5-dimensionalen Vektor, also ein Vektor im R5, auffassen. Natürlich besteht unsere Funktion aber nicht nur aus 5 verschiedenen Funktionswerten, sondern aus unendlich vielen. Und wenn ich zu unendlich vielen Werten übergehe, die ich hier gar nicht mehr alle aufschreiben kann, sondern nur noch einige Beispiele daraus geschrieben habe, dann entsteht unser Zustandsvektor, den man jetzt so schreibt, mit einem Pfeil nach rechts. Das ist der sogenannte Ket-Vektor. Diese Ket-Vektoren, die sind Elemente, jetzt nicht mehr dem R5, sondern dem sogenannten Hilbertraum. Unser Vektor hat jetzt unendlich viele Zwischenwerte, unendlich viele Dimensionen. Wer will, kann sich das so grafisch wie eine flachgelegte Funktion vorstellen. Und dieser Hilbertraum H, das ist ein endlich oder sogar unendlich dimensionaler Vektorraum, in dem diese ganzen Ket-Vektoren sich aufhalten. Eine Besonderheit des Hilbertraums ist, dass die Werte des Vektors nicht nur reell, sondern sogar komplex sein dürfen. Außerdem definieren wir uns noch eine zweite Gruppe von Vektoren, keine Spaltenvektoren wie hier, sondern einen Zeilenvektor, den nennen wir Bra. Geschrieben mit dem Psi mit einem Pfeil nach links. Und das soll jetzt ein Zeilenvektor sein und die Werte entsprechen wieder den y-Werten unserer Funktion, diesmal aber konjugiert komplex. In unserem Fall haben wir eine reelle Funktion, da macht das keinen Unterschied. Und diese Bra-Vektoren, die haben auch einen Raum, in dem sie leben. Das ist der sogenannte Dualraum H-Stern. Sozusagen das spiegelbildliche Paralleluniversum zu unserem Hilbertraum. So, was soll das Ganze überhaupt? Wofür ist das gut? Ja, der Vorteil ist nämlich, wir können jetzt damit die ganzen Verfahren, die wir aus der linearen Algebra kennen, verwenden. Die Matrizenoperationen und die Vektoroperationen. Das möchte ich hier wieder an unseren beiden Beispielwellenfunktionen demonstrieren. Wenn wir uns hier wieder 5 Punkte raussuchen, dann kann ich Psi2 so schreiben und Psi1 so. Beide sind Vektoren aus dem R5. Und jetzt kann ich beispielsweise ein Skalarprodukt aus den beiden Funktionen herstellen, indem ich einfach die jeweiligen Komponenten der beiden Vektoren miteinander multipliziere. Also einfach die Werte des einen Vektors mal den anderen. Und wenn ich das hier ausmultipliziere, 0 mal 0, 1 mal 0,7 und so weiter, dann sehe ich, das kommt hier einfach eine 0 heraus. Und wie wir es aus der linearen Algebra kennen, wenn zwei Vektoren das Skalarprodukt 0 haben, dann nennt man sie orthogonal zueinander. Also hier hätten wir jetzt zwei zueinander orthogonale Wellenfunktionen. Machen wir auch hier den Schritt
zu unendlich vielen Dimensionen, dann wird aus dieser Summation über die 5 Dimensionen jetzt ein Integral von 0 bis zur oberen Grenze, sagen wir bis L. Und die Schreibweise ist eben, dass wir unseren Bra-Vektor mit dem Ket-Vektor multiplizieren. Das heißt, das komplex konjugierte der ersten Wellenfunktion mal der zweiten Wellenfunktion und das über alle Werte integriert. Woher kommen eigentlich die Namen Bra und Ket? Na, wenn wir die beiden Dinger zusammenziehen, dann ist es ein Bracket, englisch Klammer. Also dieses Symbol soll nichts anderes heißen als das Skalarprodukt aus diesen beiden Vektoren. So, und was bedeutet dieses Skalarprodukt jetzt ganz anschaulich von diesen beiden Funktionen? Ja, wir führen das mal aus. Wir multiplizieren die beiden Funktionen aus. Da sie reell sind, muss ich mich um das Sternchen hier gar nicht zu kümmern. Die Funktion Sinus x mal Sinus 2x sieht etwa so aus. Und wenn ich jetzt von 0 bis L integriere, das ist ja nichts anderes als die Fläche, dann kommt 0 heraus. Das liegt daran, weil diese Teilfläche genauso groß positiv ist, wie diese hier negativ ist. Also ergibt das gesamte Integral 0. Und die anschauliche Bedeutung ist eben, dass der Überlappwert, also diese Flächensumme oder der Bilanz besser gesagt, gerade 0 ergibt. Das ist nichts anderes als die Überlappung dieser beiden Funktionen. Hier in dem Bereich überlappen sie positiv, hier in dem Bereich überlappen sie negativ und in der Bilanz überlappen sie eben zum Wert 0. Das heißt bei Funktionen, sie sind orthogonal. So, übertragen wir das mal von unseren Modellfunktionen hier auf eine reale Wellenfunktion, die wir nämlich vorhin für den linearen Potentialtopf gehabt haben. Wir haben unsere beiden Zustände Psi1 und Psi2 und wir schauen mal, was denn das Skalarprodukt von Psi1 mit Psi2 bedeutet. Es ergibt 0 wegen der Symmetrie, wie wir eben gesehen haben, weil diese beiden Funktionen zueinander orthogonal sind. Was würde das Skalarprodukt Psi1 mit Psi1 ergeben, also mit sich selbst? Da bilden wir mal das Integral, wie wir gerade gesehen haben, das Überlappintegral von 0 bis L über Psi1 mal Psi1 dx. Die beiden Wurzelfaktoren können wir gemeinsam rausziehen. Das gibt einmal 2 durch L vor dem Integral und die Sinusfunktionen ergeben Sinus Quadrat Pi durch Lx dx. Um dieses Integral zu lösen, machen wir eine Substitution. Wir ersetzen Pi durch Lx durch ein z, dann ist dx L durch Pi dz und ersetzen hier. Dann kommt dieses L durch Pi vor das Integral als Konstante und hier haben wir Sinus Quadrat z dz in den Grenzen von 0 bis Pi. Jetzt sehen wir, das L lässt sich hier schön kürzen. Und das Integral, können wir in der Tabelle nachschlagen, gibt gerade Pi halbe. Also ergibt das gesamte Ausdruck gerade 1. Das Skalarprodukt einer Funktion mit sich selbst ergibt also 1. Das ist auch ganz plausibel, denn das ist ja nichts anderes als Psi-Betragsquadrat, was wir hier ausgerechnet haben, und das von minus unendlich bis plus unendlich integriert. Das ist der gesamte Raum, wobei aber nur der Bereich von 0 bis L zum Integral beiträgt. Das muss ja gerade die integrierte Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens geben, also ergibt es die Teilchenzahl 1. Wir haben genau ein Teilchen in unserem Potentialtopf. Ja, mit diesen Zustandsvektoren kann man auch sehr schön Überlagerung mehrerer Zustände beschreiben. Wenn wir unsere beiden Basiszustände Psi1 und Psi2 haben, also die Lösung der Schrödinger-Gleichung, dann können wir uns durch eine Linearkombination dieser beiden Basisvektoren einen neuen Vektor bauen, Psi. Das heißt, ein Teilchen kann sich in einer Mischung dieser beiden oder vielleicht noch weiterer Zustände befinden, jeweils mit den Anteilen Alpha und Beta. Machen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen mal an, das Teilchen befindet sich zu gleichen Teilen a im Zustand 1 und im Zustand 2. Dann wollen wir mal die Funktion Psi und diese Faktoren a ausrechnen. Dazu bilden wir das Skalarprodukt Psi mit sich selbst. Ich nehme den Ausdruck für Psi in das Integral, multipliziere ihn mit sich selbst durch das Quadrieren. Das darf ich, weil es ja reelle Funktionen sind.
und multipliziere jetzt diese Klammer aus. Mit der binomischen Formel, das a² kann ich vor das Integral ziehen und im Integral bleibt dann Psi1² plus 2 Psi1 Psi2 plus Pi2². Ich muss mir jetzt gar nicht mehr die Mühe machen, hier diese Ortsdarstellung der Psi-Funktion hier einzusetzen, sondern ich mache mir jetzt zunutze, was ich schon über diese Funktion weiß. Ich spalte nämlich dieses Integral jetzt auf in 3 Integrale. Das a² steht vor der großen Klammer, hier landet mein Psi1², hier der Mischterm, 2 davor multipliziert, hier Psi2². Von diesem Integral weiß ich schon von vorhin, das muss 1 ergeben. Der Mischterm Psi1, Psi2 verschwindet, weil die beiden Funktionen orthogonal sind, und Psi2² muss wieder 1 ergeben. Also kann ich ohne großes Integrieren sofort sagen, hier kommt 2a² raus. Und da Psi, Skalarprodukt Psi, ja insgesamt 1 ergeben muss, kann ich damit nach a auflösen und a ist Wurzel aus 1/2. Damit kann ich meine ursprüngliche gesuchte Wellenfunktion Psi aufschreiben als Wurzel aus 1/2 mal Wellenfunktion Psi1 plus Wurzel aus 1/2 Wellenfunktion Psi2 von hier. So, mehr muss ich gar nicht schreiben. Das ist das Schöne an diesen Kettvektoren. Jetzt möchte ich diesen Mischzustand noch ein bisschen anschaulich machen. Was würde denn passieren, wenn wir einen solchen Zustand mal messen? Ich habe hier mal aufgezeichnet, jetzt im Potentialtopf, wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit Psi-Betragsquadrat vom zweiten Zustand aussieht und vom ersten Zustand. Wir haben hier unterschiedliche Energien und unterschiedliche Maxima der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Wenn ich jetzt das Teilchen messe, welche Energie hat es denn jetzt, dann darf ich nicht klassisch vorgehen und einfach diese beiden Aufenthaltswahrscheinlichkeiten überlagern und ich bekomme dann hier irgendeinen Mischzustand mit einer mittleren Energie, sondern ich muss in der Quantenmechanik bleiben und sagen, entweder messe ich zu 50% Wahrscheinlichkeit das Teilchen im Zustand Psi2 mit der Energie E2 oder ich messe das Teilchen mit 50% Wahrscheinlichkeit im Zustand Psi1 mit der Energie E1. Es gibt keine Mischung. So, okay, so viel zu den braunen Kettvektoren.